Hey Leute, ich begrüße euch zum zweiten Update der Microscale Brick World. Ja genau, da sind wir auch schon wieder. Und wir fangen direkt an. Ich habe nämlich heute einiges mit euch vor. Ich hatte euch eine Überraschung versprochen und ihr könnt es vielleicht schon erkennen. Da liegen Lego-Schienen und in unserer Microscale Brick World wird es dementsprechend einen Zug auch geben. Aber einen Microscale-Zug, der auch fahren wird. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum auf diesen Lego-Schienen, wie soll das denn funktionieren? Ja, da ist genau die Idee und da kommen wir jetzt zu. Die Idee hatte ich aber schon vor einigen Monaten und zwar bin ich da auf dem Kanal vom Jäger der verklemmten Steine gewesen. Den findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Der baut auch eine Lego-Stadt, nicht mehr im Microscale, aber trotzdem sehr interessant und ja, lohnt sich auf jeden Fall. Früher hatte er aber auch das Projekt einer Microscale-Stadt und hatte den Plan, auch einen Microscale-Zug fahren zu lassen. Ist da nicht weitergekommen und da kam mir die Idee. Die habe ich ihm dann mitgeteilt, er hat sie auch umgesetzt, hat sie aber ein bisschen ummodifiziert, vor allem was die Unterkonstruktion angeht. Und wir machen das aber anders. Also er hat ganz viel aus Holz und so gebaut für die Unterkonstruktion. Wir bauen das aber fast alles aus Legosteinen. Und ja, der Clou an der Idee ist folgender, dass wir diese Lego-Schienen, die normalen Lego-Schienen, im Untergrund verstecken werden, dann auf diesen Lego-Schienen einen normalen Lego-Zug fahren lassen und auf diesem Lego-Zug wird dann eine sehr wahrscheinlich Technikstange befestigt, die dann nach oben ragt und darauf wird dann unser Microscale-Zug gesetzt. Und natürlich müssen wir dann einen kleinen Spalt lassen, den versuche ich aber natürlich ganz, ganz eng zu machen, wo dann diese Technikstange durchkommt. Es wird ein Lego-Zug sein, vielleicht lassen wir den aber auf einer Monorail fahren, also seid da mal gespannt. Ja, und jetzt würde ich euch mal ganz kurz gerne die Gleise zeigen. Die lege ich jetzt aus, beziehungsweise die sind zum größten Teil schon verlegt. So, die Gleise sind komplett verlegt. Bevor wir das jetzt dann gleich alles mit unseren Stützen und Plates alles zubauen, könnt ihr jetzt zumindest noch mal sehen, wie ich mir das so ungefähr vorstelle. Erstmal ein großes Dankeschön an den Jäger der verklemmten Steine, der mir hier seine Gleise ausgeliehen hatte, um das Ganze zu testen. Inzwischen gehören sie mir, aber da nochmal vielen, vielen Dank, André. Ja, wie ihr erkennen könnt, verlassen viele von unseren Gleisen die Tische. Das hat im Endeffekt damit zu tun, ich möchte die ganze Welt ja maßstabgetreu und realistisch bauen. Da würde es meiner Meinung nach nicht passen, wenn wir dann nur ein Gleisoval hätten. Ich habe hin und her überlegt, wie lege ich diese Gleise jetzt aus, weil das hängt ja auch mit der Strukturierung unserer Microscale Brick World zusammen. Aber ich habe jetzt endlich eine Variante gefunden, mit der ich zufrieden bin. Leute, ich kann euch nur den Tipp geben, wenn ihr auch mal eine Lego-Stadt plant, drückt die Gleise nicht sofort fest, erst dann, wenn ihr euch ganz sicher seid. Aber das nur so am Rande. Genau, so und jetzt bauen wir das Ganze zu, werden die Gleise verstecken, also bleibt da mal auf jeden Fall dran. Der Moment, wenn du dein Video weiter aufnehmen willst und dein Kater dich einfach nur noch nervt. Ja, wollen wir mal hoffen, dass das Ganze jetzt klappt. Sorry, ich komme gerade aus dem Grinsen nicht mehr raus, weil ich jetzt schon seit einer Stunde versuche, hier ein Video aufzunehmen und es ist einfach nicht möglich gewesen. Also, ihr könnt erkennen, ich habe schon einiges geschafft, was die Unterkonstruktion angeht. Die Gleise sind komplett verlegt. Ich nehme euch nachher mit und werde euch das alles genau zeigen, wie die Gleise verlaufen, wie ich die Konstruktion gemacht habe. Ich habe aber vorher noch ein kurzes Anliegen. Erstmal vielen, vielen Dank an alle, die sich in den Kommentaren so fleißig beteiligt haben, die mir da schon ihre Tipps und Anregungen gegeben haben. Die fließen natürlich alle mit ein und ja, daher nochmal ein großes, großes Dankeschön. Jetzt seid ihr alle gefragt, weil ich habe noch ein Anliegen. Ach so, nee, noch eine Sache. Für die, die das erste Update noch nicht gesehen haben, könnt ihr euch natürlich gerne anschauen. Ist in der Endcard verlinkt oder auch unten in der Videobeschreibung. Würde mich sehr freuen und ihr könnt euch natürlich da auch noch fleißig beteiligen in den Kommentaren. Ich lese mir das alles durch und werde auch alles beantworten. Genau, das Anliegen, was ich noch habe. Und zwar, wir wollen uns ja eine schöne Zeit hier zusammen machen. Und da ist mir die Idee gekommen, wie wäre es denn, wenn wir am Ende des Updates immer noch so einen kleinen Witz, eine kurze Anekdote oder ein lustiges Sprichwort noch, ja, wenn ich euch das noch kurz so mit auf den Weg gebe. Und ja, für dieses Update habe ich da schon was rausgesucht. Das muss auch kein eigenes ausgedachtes Sprichwort sein. Also da könnt ihr ruhig schon irgendwas
was Bekanntes nehmen, natürlich. Heute habe ich was ausgesucht, aber ab dem nächsten Update werdet ihr dann gefragt. Und damit wir auch ja, so ein bisschen eine Überraschung haben, was ich dann zum Schluss vortragen werde, wäre es super, wenn ihr mir entweder per Instagram oder per Mail Vorschläge schickt, schreibt. Also ein Sprichwort oder ein Witz eurer Wahl mir zusendet. Und ja, ich werde dann per Zufallsprinzip losverfahren. Ich denke, das ist das Beste. Werde ich dann einfach eins rausholen und das dann vorlesen. Genau, ja, ich hoffe, ihr habt auch Spaß daran. Ich finde, das ist eine klasse Idee. Dazu auch mal gerne eure Meinung in den Kommentaren. Aber den Witz oder das Sprichwort bitte per Instagram oder E-Mail in der Videobeschreibung und in der Kanalbeschreibung beides zu finden. Genau, das jetzt dazu. Jetzt können wir auch eigentlich schon zu einem Unterbau und zu der Unterkonstruktion kommen. Und dann möchte ich auch euch direkt was zeigen. Und zwar haben wir jetzt ja hier ein Riesenloch. Ne? Ich nehme euch noch mal kurz ein bisschen mit hier. Ja, hier ist ein ziemlich großes Loch und das müssen wir füllen. Und ich hatte erst überlegt, das alles mit Duplosteinen vollzusetzen und das so zu füllen. Aber ich bin da auf eine andere Idee gekommen. Vor allem brauche ich noch einen Platz für ein bisschen darunter, weil wir ja auch noch Elektronik und sowas später alles einbauen wollen für die Beleuchtung unserer Microscale Brick World. Und zwar habe ich da einen stinknormalen Einlegeboden, kann ich euch auch gerne in die Videobeschreibung packen, von einem bekannten Möbelhaus, habe ich jetzt schon in der Hand. Ich packe den jetzt mal hier drauf. Ah ne, ich zeige euch vorher noch kurz, Moment, ich zeige euch vorher noch ganz kurz, wo ich den drauf lege. Und zwar haben wir hier in den Ecken, da sind einmal Tiles draufgesetzt. Das gleiche haben wir hier auch an der Stelle. Dann hier in der Mitte und ja, da auf den Außen haben wir das gleiche nochmal hier und hier an der Stelle rechts, genau, da. Und da lege ich jetzt den Einlegeboden drauf. Das Gute ist, der Einlegeboden hat genau eine Höhe von 2 Bricks und einer Plate. Und das ist total eben, das passt perfekt. Ja, ich nehme den Einlegeboden jetzt mal. Moment. Ja, was die Kameraführung angeht, da werde ich mich mit der Zeit auch noch verbessern natürlich. Ne? Davon gehe ich ja wohl mal stark aus. Da müsst ihr mir noch ein bisschen verzeihen. Ich lege den jetzt mal hier drauf, wie ich das eben gesagt habe. Und zwar einfach hier und dann hier vorne. Und jetzt liegt der Einlegeboden auch da drauf. Ja, das ist eine Sache, die quasi nicht aus Lego ist. Aber ich dachte mir, so können wir, ja, Fokus, so können wir zumindest ein paar Duplo-Steine sparen und auch uns noch Platz lassen für die Elektronik. Dann wollte ich euch auch noch mitteilen, ich werde alle Lego-Steine bei Bricklink bestellen. Also wir werden alles aus Original Lego-Klemmbausteinen bauen, die komplette Brickworld, bis auf bis auf diesen Einlegeboden, den wir hier benutzen. Der ist super leicht. Und ja, so sparen wir auch noch mal ein bisschen Gewicht ein. Bis auf diesen Einlegeboden und diese Plate, die ich euch jetzt zeige. Und zwar habe ich hier einmal eine 32 x 32er Plate und eine 16 x 16er Plate. Diese Plates sind jetzt nicht von Lego, die sind von irgendeinem Alternativhersteller. Das Problem ist, ich möchte euch das gerne verlinken. Ich habe den bis jetzt nicht mehr im Internet gefunden, weil es schon ein bisschen länger her ist, wo ich die gekauft habe. Da hatte ich noch gar keine Lego-Stadt geplant und erst recht keine Microscale-Stadt. Ja, die werden wir auf jeden Fall benutzen, weil wir die ja im Endeffekt nur hier für den Unterbau nehmen. Da kommen alles nochmal Lego-Steine drüber. Wir werden von diesen Plates gar nichts mehr sehen. Die werden komplett verbaut und ich kann so einfach nochmal riesig Geld einsparen. Das Ganze soll ja realistisch bleiben. Ich möchte ja eine Welt bauen, wo ihr auch seht, ja, das bleibt auch finanziell irgendwo alles realistisch und da muss ich einfach an irgendeiner Stelle einsparen. Genau, und ja, jetzt würde ich euch mal gerne die Gleise zeigen und wie ich das hier alles gebaut habe und nehme euch jetzt mal ein bisschen mit. Also jetzt hier zu den Gleisen. Ich habe hier
links ein Gleisoval gelegt. Und zwar kommt hier ein Gleis drauf, führt drauf zu der Weiche und geht dann ins Gleisoval. Und dieses Gleisoval geht einmal rundherum und wieder hier entlang. In den Kurven sind keine Lego-Schienen verbaut, einfach nur aus dem Grund, weil ich hier einen engeren Radius fahren wollte. Und ja, Lego bietet das leider nicht an, also bin ich da bei Trixbrix Schienengleisen gelandet. Findet ihr auch in meiner Videobeschreibung. Ja, die bieten unterschiedliche Radien an, so lassen sich die Kurven nochmal enger fahren. Das ist einfach total klasse. Ja, halt hier in diesen 4 Kurven liegen die. Dann geht hier noch eine Weiche ab und die führt dann einmal ein Gleis hier entlang. Und zwar könnt ihr das jetzt gerade nicht sehen, weil es schon versteckt ist. Hier läuft dieses Gleis dann lang. Da unten im Untergrund. Und da hinten das Gleis, jetzt muss ich mal rumgehen. Da hinten ist nämlich auch noch ein Gleis, das kann ich euch jetzt mal von hier super zeigen. Das führt einmal einfach nur geradeaus durch. Das kommt von einem noch nicht vorhandenen Tisch, von ganz da hinten und geht dann einmal bis hier vorne und macht dann hier eine kleine Biegung. Genau, und geht dann hier vom Tisch runter, auch auf einen möglichen weiteren Sofatisch. Genau. Ja, hier könnt ihr das Gleis sehen, was ich euch eben erklärt habe und euch nur mit dem Finger zeigen konnte, weil man es nicht erkennen konnte. Das führt hier lang. Ja. So viel zu den Gleisen, damit es nicht zu lang wird. Die werden wir ja noch häufiger sehen und sonst bin ich gerade gegen die Schräge geknallt. Die werden wir ja noch häufiger sehen, diese Gleise. Hier vorne, wie ihr sehen könnt, habe ich auch schon diesen Holzboden, naja, Holz kann man das nicht richtig nennen, das ist ja irgendwie so ein Pappzeug, habe ich hier auch schon hingelegt. Ja. Und hier könnt ihr erkennen, hier möchte ich auf jeden Fall was hinbauen. Ne? Hier wird im Untergrund was entstehen. Da werden wir uns zusammen was überlegen. Ich habe aber auch schon eigene Ideen, die da bestimmt auch mit einfließen werden. Hier in dem rechten Teil kommt unser Venedig-Style hin. Ja, ist jetzt blau ausgelegt, aber passt auch, weil da kommt ja im Endeffekt Wasser hin mit den ganzen Häusern da drin und den ganzen Kanälen. Hier wollte ich eigentlich gar nicht so viel Zwischenraum lassen hier an der Stelle. Hat sich aber jetzt doch so ergeben, weil ich mir gedacht habe, ja, aber wenn wir schon so ein, da kann man jetzt schön durchschauen, ne? Wenn wir jetzt schon so einen Venedig-Style hier bauen, dann müssen wir doch auch den Untergrund darstellen. Und das ist doch bestimmt irgendwie möglich. Da fällt uns was ein. Genau, so habt ihr schon mal einen kleinen Einblick. Ich baue jetzt noch ein bisschen weiter. Hier fehlen ja, wie ihr sehen könnt, auf dem Holz fehlen noch ein paar Plates. Hier fehlt noch einiges. Und am Schluss nehme ich euch dann nochmal ganz kurz mit und zeige euch die Plates. Yippie, der Unterbau ist fertig, die Gleise sind versteckt, die 2 Einlegeböden sind versteckt, sowohl ja, da hinten, wie ich es euch gezeigt hatte, als auch hier vorne. Hier könnt ihr auch schon nein, wir nennen das jetzt nicht Microscale-Zug, unser Gefährt, was ich auf die Technikstange gesetzt habe. Unser Lego-Zug versteckt sich ja hier unten im Untergrund, da könnt ihr ihn erkennen. Und den lasse ich jetzt gleich auf jeden Fall noch fahren, da habe ich richtig Bock drauf. In den Kurven wird natürlich noch alles verbaut werden, nach und nach. Allein durch die Microscale-Gleise, die wir ja noch bauen werden später irgendwann. Aber natürlich auch noch durch Plates, die ich kaufen werde. Wir müssen ja sowieso bei Bricklink einkaufen gehen und dann können wir da direkt mal die Plates nach und nach mitkaufen. Hier sind auch kleine Spalte gelassen worden von mir, um die Elektronik runterzuführen. Dann kann ich euch nochmal hier vorne den Unterbau zeigen jetzt, wo er komplett fertig ist, wo unser Venedig-Style, wo wir das von unten ja sehen werden, dann die Unterwasserwelt, die Häuser. Hier links machen wir auch noch was hin. Genau, und jetzt lassen wir mal den Zug fahren, also bleibt dran. Leute, er fährt, yippie. Ja, da kommt doch das Kind in mir raus. Das sieht doch super aus.
Hier vorne lasse ich ihn auch mal gleich lang fahren. Hier ist er mal eben immer gegen die Stütze geknallt, aber das habe ich jetzt korrigiert. Da hatte ich dann Gott sei Dank doch eine Probefahrt gemacht. Aber das sieht doch jetzt alles rund aus. Ich zeige euch mal kurz, wie er jetzt hier unten fährt. Da könnt ihr es gut erkennen. Alles klar. Dann lassen wir ihn jetzt einmal noch hier unten reinfahren. Und Rückwärtsgang. Dann muss ich nur rechtzeitig stoppen, sonst knallt er mir hier auf den Boden. Alles klar, in diesem Sinne kann ich dann auch nur noch sagen, ja, wenn euch das Update gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, kommentiert bitte wieder fleißig und ja, gerne auch einen Daumen nach oben. Jo, dann habe ich nur noch Folgendes zu sagen. Folgende Situation, Mann geht zum Psychiater. Herr Doktor, ich glaube, ich bin ein Hund. Ganz ruhig, legen Sie sich erstmal auf die Couch. Ich darf doch nicht auf die Couch. Im Wartezimmer beim Psychologen steht einer auf und ruft, Uah, ich bin Tarzan. Der Psychologe kommt raus und sagt, wer hat Ihnen das gesagt? Sagt der Mann. Der liebe Gott hat mir das gesagt. Steht hinten einer auf. Was soll ich gesagt haben? In diesem Sinne. Also, schöne Weihnachtstage, schöne Feiertage mit euren Liebsten. Ich wünsche euch natürlich alles Gute, macht euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Update. Ciao, ciao, euer Brix im Kopf.